Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch dieses Muster und zwar, ich habe eine Nachfrage bekommen von einer Abonnentin, die bei mir gefragt hat, ob ich das Muster zeigen kann, und zwar man kann daraus ein Kinderloop stricken. Ich zeige euch gleich, wie das Teil ausschaut. Sie hat mir eine Seite zugeschickt. Und zwar das Teil schaut so aus. So, und da gibt es nochmal ein Bild dazu. Und in diesem Video stricken wir mit euch zusammen das Muster. Und zwar, ich verwende dazu in diesem Fall die Wolle von der Firma Relana. Das ist Merino Big Wolle, Lauflinie 50 Gramm, 85 Meter. Ich habe für dieses Stück 42 Maschen angeschlagen. Und zwar, Rapport besteht hier aus 10 Maschen. Das heißt, wenn man einen richtigen Loop strickt, kann man zum Beispiel 80 Maschen anschlagen plus 2 Randmaschen, wenn man das in Reihen strickt. Ich würde am besten in Runden stricken und in Runden schlägt man dann 80 Maschen an oder zum Beispiel 90 oder 100 Maschen anschlagen. So, und bei mir, wie gesagt, bei 40 Maschen oder 42 mit Randmaschen ist das Ganze, das ist der schmale obere Rand. Es werden hier die Maschen zugenommen und nach unten wird der Loop etwas breiter und der obere schmale Rand ist bei mir jetzt ungefähr 23 cm breit und wie gesagt, so bei 40 Maschen, und die Nadeln sage ich euch gleich auch, wie groß die sind. Ich habe jetzt Nadel Nummer 4 dazu verwendet. Zum Beispiel für kleinere Kinder, wenn der Kopfumfang, ich würde mich am Kopfumfang orientieren. Wenn der Kopfumfang zum Beispiel so ungefähr 53 cm breit ist, dann würde diese Breite ausreichen. Bei 2x40 Maschen, 80 Maschen in Runden stricken. Da hat man Gesamtbreite dann von dem Loop ungefähr, also 23 plus 23 sind 46 cm. Und das dehnt sich noch ein bisschen. Kann man bis zu 25, 26 cm dehnen. Das heißt, man hat dann etwa 50 cm breit oder noch breit. Auf jeden Fall, denke ich mal, also 80, 90 Maschen, die reichen bei Kindern aus, je nachdem wie groß der Kopf ist. Ich würde, wie gesagt, am besten den Kopfumfang ausmessen und dann ein paar Zentimeter abziehen, je nachdem wie breit der Loop sein soll. Und so sich am Kopfumfang orientieren. So, und wie gesagt, der obere Rand, der ist schmal und nach unten wird der Loop etwas breiter, weil da die Maschen zugenommen werden. So, dann starten wir mit dem Stricken. Wenn man in Runden strickt, dann lässt man die Randmaschen aus und fängt dann das Muster dann ganz normal, wie ich angefangen habe, an. Und jede zweite Reihe strickt man dann linke Maschen, weil das Muster hier wird kraus rechts gestrickt. Also rechte Maschen vorne, rechte hinten, wenn man in Reihen strickt. Wenn man in Runden strickt, dann ersetzt man die zweite Runde immer strickt man als linke Maschen, damit man kraus rechts Muster bekommt. Ansonsten alles genauso stricken, wie ich stricke. Das ist halt der Unterschied. Die Maschen für das Muster habe ich bereits angeschlagen. Musterrapport besteht hier aus 10 Maschen plus 2. Das heißt, ich habe 40 Maschen plus 2, insgesamt 42 Maschen jetzt für dieses Probestück mir aufgenommen. Ich stricke die erste Reihe erstmal alle Maschen rechts
Das Muster kann man natürlich auch in Runden stricken. Ich stricke das Muster aber jetzt in Reihen. Wie gesagt, stricke jetzt die erste Reihe, alle rechten Maschen. So, und wir stricken jetzt praktisch die erste Musterreihe. Die Randmasche hebe ich ab. Also es ist so, dass ich die letzte Masche, wenn ich in Reihen stricke, stricke ich immer rechts. Deswegen hebe ich die erste Masche so ab, dass der Faden vor der Arbeit ist und dann abheben. Wenn man die letzte Masche links strickt, dann bleibt der Arbeitsfaden hinter der Arbeit. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt stricke ich aus der ersten Masche 3 Maschen. Also ich stricke eine Masche rechts, dann hole ich mir einen Umschlag von hinten und stricke nochmal eine Masche rechts. Also aus einer Masche habe ich 3 Maschen gestrickt. Dann stricke ich 3 Maschen rechts. Jetzt stricke ich 3 Maschen zusammen. Die erste Masche stricke ich rechts, die zweite und die dritte Masche stricke ich rechts zusammen. Und jetzt hebe ich die rechte Masche über die linke Masche. So haben wir 3 Maschen rechts zusammengestrickt. Und das Ganze wiederholen wir jetzt. Ich stricke 3 Maschen rechts. Jetzt stricke ich aus einer Masche 3 Maschen. Eine Masche rechts, einen Umschlag und nochmal aus der Masche eine rechte Masche stricken. 3 Maschen rechts. Dann stricke ich 3 Maschen rechts zusammen. Die erste Masche stricke ich rechts, die zweite und die dritte stricke ich beide zusammen und jetzt hebe ich die rechte Masche über die linke Masche. Das heißt, wir stricken im Wechsel. Ich habe jetzt 3 Maschen zusammengestrickt, jetzt stricke ich 3 Maschen rechts und jetzt stricke ich aus einer Masche 3 Maschen. Umschlag und nochmal eine Masche. 3 Maschen rechts und jetzt stricke ich 3 Maschen rechts zusammen. So, dann wieder 3 Maschen rechts und aus einer Masche 3 Maschen stricken. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Ich bin da schon fast am Ende. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts zusammen. Jetzt 3 Maschen rechts. Die letzte Masche stricke ich, wie gesagt, immer rechts. Man kann die aber auch links stricken. So, wenn man das Ganze in Runden strickt, dann strickt man die zweite Runde als linke Maschen. Und wir stricken jetzt die zweite Reihe, alle Maschen rechts, weil es entsteht Kraus-Rechts-Muster. Also wie ich schon sagte, bei der Randmasche lege ich mir den Faden vor der Arbeit und erst dann nehme ich die Masche ab. Und dann stricke ich alle Maschen rechts. Wenn man in Runden strickt, strickt man eine Masche linke Maschen, eine Reihe linke Maschen. Und wir stricken hier einfach alle Maschen rechts, auch die Maschen, die wir zugenommen haben und auch die Maschen, die wir abgenommen haben. Also alle Maschen rechts stricken. So, jetzt stricken wir die nächste Reihe und Musterrabatt von der ersten Musterreihe, also die erste Reihe, wo wir die rechten Maschen gestrickt haben, die zählen wir nicht zum Muster, sondern die erste Musterreihe, das ist die Reihe mit Maschenzunahme und Abnahme. Und das Ganze wiederholen wir jetzt, bis wir insgesamt 6
Reihen gestrickt haben. Das heißt, ich stricke jetzt die zweite Musterreihe. Ich meine natürlich die dritte, die zwei Reihen haben wir jetzt gestrickt. So, und wir wiederholen das Ganze. Bei der ersten Masche nehme ich die Maschen zu. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts. Jetzt stricke ich die Maschenabnahme. Die erste Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammenstricken und die linke über die rechte. Also wenn ich Kraus rechts stricke, schaut bei mir, die rechte Schlingenseite liegt vorne, deswegen mache ich die Maschenabnahme so von hinten. Also wenn bei euch die Maschen vielleicht anders liegen, dann die einfach umdrehen. So, wir haben jetzt 3 Maschen zusammengestrickt. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts und jetzt stricke ich die Maschenzunahme. Wir haben die Abnahme gestrickt, jetzt die Maschenzunahme. Eine Masche rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts. Und das wiederholen wir stets. 3 rechte Maschen und jetzt die Maschenabnahme. Also eine Masche rechts, 2 zusammenstricken und so drüber werfen. So, und jetzt stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Dann die 4. Reihe stricken wir wieder alle Maschen rechts, wenn man in Runden strickt, alle Maschen links. Und dann wiederholen wir die 5. Reihe genauso wie die Reihe und dann stricken wir die 6. Reihe. Alle Maschen rechts. Und dann sehen wir uns nochmal. So, also wir haben jetzt 6 Reihen gestrickt. Jetzt stricken wir die 7. Reihe. Und zwar, wir stricken eigentlich genau das gleiche, bloß nur andersrum. Das heißt, die erste Masche hebe ich ab und jetzt statt Maschenzunahme stricke ich die Maschenabnahme. Also die erste Masche stricke ich rechts, 2 Maschen rechts zusammen und dann hebe ich die rechte Masche über die linke. 3 Maschen rechts. Jetzt stricke ich die Maschenzunahme. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. 3 Maschen rechts. Jetzt stricke ich die Maschenabnahme. Eine Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammen und die rechte über die linke ziehen. Und das Ganze wiederholen wir. Ne? Also wir stricken praktisch genau das gleiche, nur wir beginnen jetzt mit der Maschenabnahme, dann wieder Zunahme, dann wieder Abnahme, Zunahme und so weiter. Und dazwischen immer 3 rechte Maschen. Und so stricken wir auch weitere 6 Reihen, bis wir insgesamt dann 12 Reihen gestrickt haben. Also hier haben wir 6 gestrickt, jetzt stricken wir weitere 6 Reihen. Die linke Seite stricken wir wie gewohnt immer rechte Maschen. So, wir haben jetzt 12 Reihen gestrickt. Jetzt sehen wir schon, dass hier diese Teile entstehen. Ich weiß jetzt nicht, wie man die nennen soll. So schaut es aus. Und jetzt stricken wir die 13. Reihe. Und zwar hebe die Randmasche ab. Jetzt mache ich Folgendes. Ich stricke jetzt 4 Maschen rechts. Und zwar in der Reihe stricken wir nur Maschenzunahmen. Wir haben davor bei der ersten Masche die Abnahme gestrickt. Und hier haben wir dann die Maschenzunahme gestrickt. Und an der Stelle stricken wir auch wiederum die Maschenzunahme. Ich muss aber kurz nochmal schauen. Ich habe jetzt 6 Maschen rechts gestrickt und zwar wir stricken die Maschenzunahme. Wir sehen hier, das sind die 3 zugenommenen Maschen. Aus einer Masche habe ich 1, 2, 3. Und bei der Masche stricken wir jetzt die Maschenzunahme.
eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Jetzt stricken wir 9 Maschen rechts, jetzt sehe ich hier, bin ich wieder bei diesen 3 Maschen, das ist die 9. Masche und hier stricke ich jetzt eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Das gleiche wiederholen wir bei der nächsten Stelle, also 9 Maschen rechts. So, ich sehe hier wieder diese 3 Maschen, wo wir die Zunahme gestrickt haben. Da stricke ich wieder bei der letzten Masche die Maschenzunahme. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. 9 Maschen rechts. So, und auch da, wir sehen diese 3 Maschen, das ist die letzte Maschenzunahme dann. Die restlichen Maschen stricke ich rechts, das sind 3 rechte Maschen und die letzte Masche stricke ich auch rechts. Und die Rückreihe stricke ich alle Maschen rechts. So, und jetzt wiederholen wir praktisch das Muster ab der ersten Reihe. Und zwar, der Unterschied liegt daran, dass wir jetzt mehr Maschen haben. So, die erste Masche hebe ich ab. Jetzt stricke ich die Maschenzunahme. Aus einer Masche 3 Maschen. Und jetzt stricke ich statt 3 Maschen dazwischen 4 Maschen. 4 Maschen und jetzt stricke ich die Maschenabnahme. Eine Masche rechts, 2 zusammen und jetzt die rechte über die linke ziehen. 4 Maschen rechts. So, jetzt stricke ich wieder die Maschenzunahme. 4 Maschen rechts. Und jetzt die Maschenabnahme. Und das Ganze wiederholen wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Die linken Seiten stricken wir immer alle Maschen rechts. Und nach diesem Musterrapport stricken wir dann, wir haben hier 6 Reihen gestrickt, jetzt stricken wir 8 Reihen. Also ich habe jetzt 8 Reihen gestrickt. Ich habe am Anfang immer die Maschenzunahme gemacht und dann die Maschenabnahme. Und jetzt stricken wir im Wechsel, also wir wechseln das. Die erste Masche hebe ich ab und jetzt stricke ich erst die Maschenabnahme. Vier Maschen rechts und jetzt die Maschenzunahme. Eine Masche rechts, Umschlag, eine Masche rechts. 4 Maschen rechts. Dann stricke ich die Maschenabnahme wieder. Vier Maschen rechts, dann die Maschenzunahme. Und so stricken wir weitere, also insgesamt stricken wir jetzt nochmal 8 Reihen. Die linken Reihen stricken wir immer als rechte Maschen. Also so schaut das bis jetzt aus. Also ich habe für den zweiten Abschnitt dann praktisch 16 Reihen gestrickt. Im ersten Abschnitt haben wir 12 Reihen gestrickt, im zweiten 16. 8 und 8 sind 16. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt stricke ich eine Reihe nur Maschenzunahme, was wir hier auch schon gemacht haben. Das heißt, ich schaue, wo ich die Zunahme davor in die Reihe habe.
Das sind die 3 Maschen, die ich in der Vorreihe gestrickt habe. Das heißt, bei der letzten Masche, das wäre die Masche, stricke ich dann auch wiederum die Maschenzunahme. Also ich stricke bis dahin Randmasche, 7 Maschen rechts. So, ich habe hier diese 3 Maschen und in die dritte Masche stricke ich wiederum die Maschenzunahme. So, jetzt schaue ich, wo die nächste Maschenzunahme ist. Die ist hier. Da ist die dritte Masche. Dann stricke ich bis dahin 11 rechte Maschen. So, 11 rechte Maschen habe ich gestrickt. Dann sehe ich die Maschenzunahme in der Vorreihe und da stricke ich auch wiederum in die dritte Masche von 3 eine Maschenzunahme. Dann stricke ich wieder 11 Maschen, Maschenzunahme, 11 Maschen und so weiter. Und die nächste Reihe stricke ich wie bis jetzt alle Maschen rechts. So, und jetzt wiederholen wir das Ganze. Und zwar, wir haben ja jetzt wieder die Maschen zugenommen. So, jetzt mache ich wieder Folgendes. Die Randmasche hebe ich ab, stricke hier am Anfang die Maschenzunahme. Jetzt stricken wir 5 Maschen rechts. Dann stricke ich die Maschenabnahme. So, 5 Maschen rechts. Und die Maschenzunahme. Und so weiter. So. Das heißt, wir stricken hier auch, wir haben davor 8 Reihen gestrickt, jetzt stricken wir 10 Reihen, 10 Reihen von dem ersten Abschnitt und dann 10 Reihen von dem zweiten Abschnitt, wo wir dann mit Maschenabnahme beginnen. Also erstmal stricken wir die Reihen, 10 Reihen insgesamt mit der Maschenzunahme vorne und dann 10 Reihen mit der Maschenabnahme. Und dann wieder eine Reihe nur mit Maschenzunahme. So, ich denke mal, das Prinzip von diesem Muster kann man jetzt gut verstehen. So, und daher wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.